Wer kennt es nicht? Ihr seid eingeladen auf eine Grillparty oder Sommerfete oder ans Lagerfeuer auf ein Stockbrot und ihr wollt super gerne ein Mitbringsel mitbringen, aber ihr wisst nicht was? Ich zeige euch mal 3 Sachen, die ihr ganz schnell selber zaubern könnt. Wenn man etwas mitbringen möchte, dann gibt's immer richtig coole Sachen. Man kann zum Beispiel was zu essen machen oder selbstgemachte Marmelade mitbringen. Aber wenn ihr das alles nicht im Haus habt oder das von den Gastgebern nicht gewünscht ist, dann will man trotzdem irgendwas mitbringen und vielleicht was selbstgemachtes. Da kann der Gastgeber nämlich meistens nicht Nein sagen. Und ich zeige euch mal mit den ganz einfachsten Sachen, wie ihr etwas Cooles basteln könnt. Und das kann wirklich jeder, versprochen. In den ersten 2 Projekten werden wir mal nur basteln und das sind wirklich super einfache Projekte. Das 3. Projekt wird dann einmal genäht mit der Nähmaschine, denn wir sind hier an einem Kanal, wo die meiste Zeit nur genäht wird und deswegen zeige ich euch dieses Projekt ganz am Ende. Übrigens gibt es ja auch noch was gratis. Hier gibt es nämlich eine Plotter-Datei in diesem Video versteckt, also schaut aufmerksam zu. Kommen wir mal zum ersten Teil. Ich zeige euch erstmal mein erstes Projekt und das ist wirklich super einfach. Diese Bastelutensilien habt ihr auf jeden Fall da. Dieses Lagerfeuer to go ist ein wirklich schönes Geschenk. Das könnt ihr komplett selbst machen. Ihr benötigt als erstes ein feuerfestes Glas. Das kann zum Beispiel ein Marmeladenglas oder ein Suppenglas sein oder ähnliches. Dann benötigt ihr noch eine Kerze. Perfekt ist hier ein Teelicht, es gehen aber auch kleine Stumpenkerzen. Und für die Beschriftung könnt ihr den Plot auf meiner Homepage runterladen, einen Kreidestift oder einen Acrylstift nutzen und es selbst beschriften. Und für die kleinen Äste obendrauf habe ich einfach im Park ein paar kleine Äste gesammelt oder im Garten den Verschnitt. Also hier seht ihr nochmal das Teelicht, das ich verwende. Dazu kommt dann hier dieser wunderschöne Plot. Den bekommt ihr jetzt auf knopf-nadel.de und könnt ihn dort gratis herunterladen. Ich habe hier auf einem kleinen Rest geplottet, den ich noch da hatte. Deswegen ist mein Plot ein bisschen kleiner ausgefallen. Wie gesagt, könnt ihr hier auch solche Kreidestifte benutzen oder Acrylstifte. Die sind zum Beispiel auch dafür da, um auf Glas oder Stein oder Holz zu schreiben. Dann habe ich hier noch etwas zum Füllen des Glases. Das ist nicht unbedingt nötig, aber vielleicht habt ihr auch noch wie ich ein paar Steine vom letzten Urlaub mitgenommen oder ihr habt noch Dekosteine oder solche Glas-Dekosteine. Die könnt ihr auch noch in das Glas füllen und darauf dann euer Teelicht setzen. Dann habe ich noch diese Holzscheibe vom Basteln. Da würde ich dann das Glas draufkleben. Und hier seht ihr die Äste, die kleben wir auf den Deckel drauf. Dazu benötigen wir einmal so eine Heißklebepistole. Ich habe hier wirklich das günstigste Modell, das ich finden konnte. Das kommt ungefähr 3 € bei Teddy. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschaffen. Dann kleben wir die Äste auf. Es ist wichtig, dass ihr die vorher einmal zur Probe auflegt, um erstmal zu wissen, wie viel ihr benötigt und zweitens auch nochmal zu wissen, ob ihr vielleicht ein paar Äste nochmal brechen müsst. Und dann wird geklebt. Ich habe jetzt meine Probe schon durchgeführt und kann jetzt schon an die Seiten rankleben. Ich habe mich dazu entschieden, das Papieretikett oben drauf zu lassen, damit es ein bisschen besser hält. Ihr könnt das aber auch ablösen, indem ihr das Glas einfach einweicht. Wenn ihr an der Seite noch Etiketten habt, dann spült das Glas einmal ab und lasst es dann im Wasser liegen. Die Etiketten lösen sich meistens von allein. Wenn ihr dann noch Klebereste habt, müsst ihr mit Nagellackentferner dagegen vorgehen. Jetzt klebe ich noch diese kleine Holzscheibe auf, die bekommt ihr zum Beispiel auch bei Teddy oder Action oder Söstrene Kräne und könnt dann euer Glas draufkleben, wenn ihr möchtet. Jetzt kann ich den Plot anbringen. Wie gesagt, hier ist alles optional, ihr könnt das genauso gestalten, wie es euch gefällt. Eigentlich braucht ihr nur die 4 Zutaten vom Anfang. Jetzt löse ich einmal meinen Plot. Schaut mal, wie professionell das dann aussieht, wenn man einmal so einen Plotter benutzt. Und jetzt können wir das Glas auch schon direkt befüllen und es ist so gut wie fertig. Meine Dekosteine sind jetzt alle selbst gesammelt beim letzten Ostseeurlaub. Vielleicht wohnt ihr ja selber an der Küste oder könnt an einem Kiesstrand ein paar schöne Steine mitnehmen. Ansonsten gibt es im Bastelbedarf auf jeden Fall Dekosteine oder diese Glassteine. Die könnt ihr hier auch benutzen, wenn ihr eine Füllung möchtet. Jetzt setzen wir einmal unsere Kerze drauf und schon ist das Ganze fertig. Natürlich positionieren wir die noch mittig und können dann einmal den Deckel draufdrehen. Ich liebe das kleine Lagerfeuer to go. Das kommt von Herzen, das ist komplett selbst gemacht und dieser Kerzenständer kann immer wieder neu befüllt und benutzt werden, denn Teelichter hat ja irgendwie jeder zu Hause und kann es dann immer wieder verwenden. Ich finde, es ist wirklich schön geworden.
Das zweite Projekt ist wirklich das einfachste, was ihr super schnell umsetzen könnt. Dafür müsst ihr aber noch mal was einkaufen. Die Links findet ihr unten im Video. Das ist wirklich super einfach und ist meistens auch super schnell geliefert. Ich werde euch einfach mehrere Sachen verlinken und ich zeige euch mal, was ihr benötigt und wie das Ganze funktioniert. Diese wunderschöne Sturmfackel mit Öl ist das einfachste Bastelprojekt, das ihr euch vorstellen könnt. Ihr benötigt dafür einfach nur eine Flasche, die eine etwas engere Öffnung hat, zum Beispiel eine Saftflasche. Dann benötigt ihr da ein Dochtset, das verlinke ich euch, wo ihr das bekommen könnt, und Öl. Die meisten von euch werden Pflanzenöl zu Hause haben. Dazu nehme ich aber noch einen Trichter, um das zu befüllen, damit ich nicht mit dem Öl rummatsche. Wenn ihr noch, warum auch immer, Lampenöl da habt, dann könnt ihr natürlich hier euer Lampenöl benutzen. In diesem Set, das ich euch jetzt verlinke, habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Ihr habt den Docht, ihr habt was zum Löschen und ihr habt eine Halterung, damit das Ganze im Flaschenhals hält. Schade eigentlich, den Originalkorken brauchen wir jetzt nicht mehr. Also nehme ich jetzt meinen Trichter und mein Pflanzenöl. In meinem Fall ist das jetzt Sonnenblumenöl. Und ganz ehrlich, ich war selber erstaunt, dass das mit Pflanzenöl auch funktionieren soll, aber tatsächlich geht es. Ihr habt es ja auch gerade selber gesehen, dass es funktioniert. Dann befüllt ihr die Flasche am besten voll. In meinem Fall war es jetzt nur ein Dreiviertel voll, das ist auch okay. Dann braucht ihr diese kleinen Dichtgummis, die bei eurem Set dabei sind. Und dreht die einmal auf diese Halterung von oben und von unten drauf. Jetzt wird der Docht in diese kleine Halterung eingefädelt. Ich meine, wir sind Näherin, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist so ein richtig dicht gewebter und dicker Docht, der hält ganz lange durch. Und das finde ich nämlich an dem Geschenk auch so toll. Das ist nicht was für einen Abend, sondern diese Fackel kann immer wieder verwendet werden. Ich würde aber empfehlen, dass die nur im Außenbereich brennt, also die ist nichts für die Wohnung. Die rußt wirklich stark. So, jetzt haben wir den Docht eingefädelt und den bringen wir jetzt einmal in unsere kleine Flasche hier rein. Dann kann der sich einmal so richtig vollsaugen. Ihr müsst ein bisschen drücken, damit er wirklich unten ist. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er vollgesaugt ist, aber wir haben ja zum Glück vor unserer Party noch Zeit. Dann wird oben der Docht auch noch mit ein bisschen Öl beträufelt. In meiner Packung war jetzt einfach noch ein Rest vom Befüllen. Der reicht vollkommen. Also hier reichen vielleicht 5 bis 10 Milliliter Öl, um den nochmal zu beträufeln. Dann haben wir hier noch diese schöne Metallvorrichtung, um dieses Feuer bzw. diesen Docht dann zu löschen. Das wird dann wie eine Kette um den Flaschenhals gelegt und kann dann hier dafür sorgen, dass das Feuer aus ist, indem man einfach diesen Deckel dann auf die Flasche setzt und fertig. Dieses Geschenk ist wirklich cool, weil es auch immer wieder verwendbar ist. Man kann nämlich auch Ersatzdochte kaufen. Kommen wir zum dritten Teil. Jetzt können wir endlich mal wieder nähen, denn was wir unseren Gastgebern mitbringen können, ist ja immer irgendwas Cooles zum Trinken. Oft gibt es ja so richtig coole Säfte oder ein Wein oder ein schönes Öl, was ihr vielleicht sogar auch selber gemacht habt. Und dafür wollen wir heute mal eine Flaschenhülle nähen, die wirklich super easy ist und super schnell geht. Dafür könnt ihr auch eure Stoffreste benutzen. Ich zeige euch mal, welche Maße ihr dafür benötigt. Meine Flaschenhülle ist wirklich nur mit Materialien genäht, die ich sowieso noch da hatte. Also dafür müsst ihr wirklich nichts einkaufen. Dabei konnte ich sogar noch ein bisschen Deko anbringen. Also zuerst mal braucht ihr Stoff. 20 cm mal 33 cm, zweimal. Da könnt ihr auch verschiedene Stoffe nehmen. Ein Webband. Hier geht zum Beispiel auch Schrägband. Dann Juteseil und zur Dekoration optional könnt ihr noch Patches anbringen oder in meinem Fall waren auch noch ein paar Holzperlen da, die habe ich dann noch aufgefädelt. So ein Juteseil bekommt ihr übrigens im Gartenbedarf, aber eben auch in den Bastelläden, zum Beispiel bei Teddy. Und hier habe ich noch so ein Patch, das hatte ich auf jeden Fall noch übrig. Ich habe noch richtig viele Patches, die auf einen Einsatz warten und so ein Geschenk finde ich richtig toll. Jetzt habe ich hier einmal meinen Stoff und nehme die Webkante nach oben. Das ist ganz wichtig, denn da müsst ihr an dieser Stelle nicht versäubern und messe mir 2 mal 20 cm ab. Das passt bei mir jetzt wirklich perfekt. Also die Breite beträgt 20 cm. Das markiere ich mir einmal. Und dann kommen wir schon zur Länge. Die beträgt 33 cm.
Ich zeichne mir quasi mein Schnittmuster hier selber auf und kann dann alles zuschneiden. Jetzt müssen wir unten für den Boden 2x2 cm als Kästchen rausschneiden. Wenn ihr das mit dem Rollschneider schlecht hinbekommt, nehmt auf jeden Fall eine Stoffschere. Ich mache das jetzt mit dem Rollschneider, weil ich mit dem gut umgehen kann. Aber vielleicht könnt ihr nicht so gut Ecken schneiden. Dann auf jeden Fall eher die Schere benutzen oder einen kleinen Rollschneider. Und diese Ecken schneidet ihr 4-mal unten aus. Genau hier. Jetzt nähe ich mal mein Label auf. Und habe jetzt direkt die Dekoration fertig. Jetzt lege ich mir die Stoffe rechts auf rechts und stecke hier an der rechten Seite einmal fest. Jetzt wird erstmal nur eine Seite mit dem Geradstich zusammen genäht. Die Nahtzugabe ist hier 1 cm und dann versäubern wir das Ganze auch noch, damit hier nichts auftrotteln kann. Dieser Flaschenbeutel soll natürlich wiederverwendet werden. Jetzt nehme ich mein Webband und lege es auf. Als Abstand haben wir hier ungefähr 2,5 bis 3 cm. An der oberen Kante und links und rechts lasst ihr 1,5 cm Platz. Denn wenn wir dann zusammennähen, wollen wir am Ende ja auch noch eine Tunnelöffnung haben. Das Band wird dann ganz nah an der Kante mit einem Geradstich angenäht. Das Ganze macht ihr links und rechts, damit ihr einen Tunnel habt. So sieht das Ganze dann fertig aus. Jetzt haben wir hier den Tunnel und können jetzt unseren Stoff wieder rechts auf rechts legen und stecken jetzt einmal unten und an der noch nicht festgenähten Seite fest. Jetzt nehmen wir einfach wieder genau wie auf der Seite den Geradstich und versäubern nach dem Geradstich. Jetzt müssen wir uns um die unteren Kanten kümmern, damit wir dann einen Boden haben. Legen dabei einfach die Nähte auseinander und nähen es mit einem Geradstich wieder fest. So gehen wir übrigens bei beiden Öffnungen des Taschenbodens vor. Nachdem wir diese beiden Öffnungen geschlossen haben, können wir jetzt die Tasche wieder wenden auf die schöne rechte Seite und haben jetzt einmal unten alles geschlossen. Ich forme das hier noch mal ein bisschen aus, damit es auch perfekt aussieht. Und jetzt können wir oben durch diese schöne Schlaufe hier oben unser Juteseil einmal durchfädeln. Dafür benutze ich eine Sicherheitsnadel und steche die einmal im Juteseil unten durch. Also wirklich genau mittig, damit ich hoffentlich alle Fasern erwische und lasse auch oben noch genug Abstand, damit es nicht ausfransen kann. Und jetzt wird es mit dieser Sicherheitsnadel einmal durchgefädelt. Dann schneide ich mir das Seil noch ein bisschen zurecht und habe hier noch diese Holzperlen gefunden, die gerade so über das Seil passen. Am Ende mache ich noch einen Knoten und habe dann an jeder Seite noch diese kleine Holzperle. Meine Geschenke sind jetzt fertig, die Party und die Mitbringsel sind gerettet. Also ich bin jetzt gewappnet und kann zur Gartenparty gehen. Ich habe coole Geschenke im Gepäck, über die sich auch jeder freut. Und ich hoffe, dass ihr ganz viele coole Feten habt, dass eure Mitbringsel gut ankommen. Und ich wünsche mir Fotos von euch. Verlinkt mich gerne auf Instagram, wenn ihr die DIYs umsetzt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochlade. Macht's gut!